Hey Leute, willkommen zu diesem Video und schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Benjamin und heute geht es um ein Thema, um das man im Bereich Trading, Investment und Vermögensaufbau eigentlich kaum noch herumkommt, nämlich Bitcoin. Falls ihr schon einmal mit Kryptowährungen in Berührung gekommen seid oder einfach nur neugierig seid, was es damit auf sich hat, dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe mir übrigens vorgenommen, eine ganze Videoreihe zu den Top 100 Token und Coins zu erstellen, in der ich euch kurz und knackig die jeweiligen Vor- und eben Nachteile aufzeige. Vielleicht helfen euch diese Informationen dann dabei, besser einzuschätzen, ob ein Coin oder ein Token für euch persönlich interessant sein kann. Ganz besonders, wenn ihr mit Trading-Bots, automatisierten Strategien oder anderen Möglichkeiten im Kryptomarkt unterwegs seid, wird das vermutlich spannend. In diesem ersten Video geht es aber ganz klar um den Big Player, den größten und wertvollsten unter den Kryptowährungen. Was ist Bitcoin? Beginnen wir mal mit der Frage, was ist Bitcoin überhaupt? Bitcoin ist eine digitale Währung, die im Jahr 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in einem sogenannten White Paper vorgestellt wurde. Warum der echte Name hinter Satoshi Nakamoto bis heute nicht bekannt ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Viele Theorien drehen sich darum, ob es eine Einzelperson oder doch eine Gruppe von Entwicklern war. Aber diese Geheimniskrämerei hat dem Ansehen von Bitcoin keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil. Vielleicht hat dieses mysteriöse Detail sogar dazu beigetragen, dass die Leute umso neugieriger geworden sind. Bitcoin ist dezentral. Das bedeutet, es gibt keine zentrale Instanz wie eine Zentralbank oder ein Unternehmen, das die Währung kontrolliert. Im Gegensatz dazu haben wir im herkömmlichen Finanzsystem immer eine Bank oder eben eine Regierung, die über die Geldmenge bestimmt und unter anderem für die Stabilität der Währung verantwortlich ist. Bitcoin hingegen läuft über ein weltweites Netzwerk von Computern, den sogenannten Nodes, in dem alle Daten verteilt und gespeichert werden. Das Ganze basiert auf einer Technologie namens Blockchain. Dazu aber gleich mehr. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bargeld, Euro, Dollar und so weiter, gibt's den Bitcoin nicht zum Anfassen, also er existiert ausschließlich virtuell. Trotzdem könnt ihr ihn für Zahlungen verwenden, Geld an Freunde schicken oder sogar an manchen Geschäften damit bezahlen. Gerade in Ländern mit instabilen Währungen bietet Bitcoin für viele Menschen eine Art Rettungsanker, um ihr Erspartes vor Inflation zu schützen. Und das alles unabhängig von Banken oder eben Behörden. Doch was genau steckt hinter dieser Idee? Bitcoin wurde ursprünglich als eine Art Gegenentwurf zu den klassischen Finanzsystemen entwickelt. Denn immer wieder gab es und gibt es Bankenkrisen, Skandale, Inflationsängste und dergleichen. Satoshi Nakamoto wollte mit Bitcoin etwas schaffen, das frei von staatlicher Kontrolle ist und es jedem ermöglichen, also Peer-to-Peer Geld zu senden und zu empfangen, ohne auf einen Mittelsmann angewiesen zu sein. Dieses Wort hört man im Zusammenhang mit Kryptowährungen ständig. Aber was bedeutet das genau? Man kann sich die Blockchain wie eine digitale Kette oder auch Chain aus vielen einzelnen Datenblöcken vorstellen. In jedem Block sind Informationen über Transaktionen abgespeichert, also beispielsweise, wer schickt wie viele Coins an wen. Diese Daten werden kryptografisch verschlüsselt und aneinander gehängt. Block für Block für Block. Daher der Name. Der Clou? Jeder Computer im Bitcoin-Netzwerk, also jede Node, hat eine Kopie dieser gesamten Blockchain. Sobald ein neuer Block erzeugt wird, schicken sich die Computer im Netzwerk gegenseitig die Info herum. Hey, hier ist ein neuer Block. Schau mal, ob der korrekt ist. Wenn ja, wird er von allen akzeptiert und ans Ende der Kette gehängt. Und wenn jemand versuchen würde, die Blockchain zu manipulieren oder ältere Transaktionen zu fälschen, dann würde das die restlichen Nodes sofort bemerken, weil ja alle eine vergleichbare Kopie haben. Betrug lohnt sich hier also gar nicht erst. Das Netzwerk ist deswegen so sicher, weil man eine enorme Menge an Rechenleistung bräuchte, um tatsächlich etwas zu fälschen. Durch diese offene, dezentrale Struktur entsteht ein öffentliches und gleichzeitig sehr schwer manipulierbares Kassenbuch, wenn man so will, in dem alle Transaktionen gespeichert sind. Das schafft Vertrauen durch Mathematik und eben Verschlüsselung, statt durch eine einzelne zentrale Instanz, der wir blind vertrauen müssen. Wer ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht, stößt sehr schnell auf den Begriff Mining. Mining bedeutet übersetzt so viel wie Schürfen, wie Goldschürfen beispielsweise, aber hier geschieht das Ganze mit Computern. Mining hat zwei Hauptaufgaben. Erstens, Transaktionen zu verifizieren, neue Bitcoins zu erzeugen. Menschen oder Unternehmen, die Mining betreiben, die sogenannten Miner, stellen die Rechenleistung zur Verfügung, um komplizierte mathematische Aufgaben zu lösen. Diese Aufgaben wiederum sollen sicherstellen, dass das Hinzufügen neuer Blöcke nicht manipuliert wird.
Wer als Miner diese Aufgabe zuerst löst, darf den nächsten Block an die Blockchain anhängen und wird dafür in Bitcoin belohnt. Plus Transaktionsgebühren, die von den Nutzern bezahlt werden. Dafür braucht man heute allerdings richtig leistungsstarke Hardware und enorm viel Strom. Denn mittlerweile ist das Netzwerk so groß, dass man im Alleingang mit einem normalen Computer quasi keine Chance mehr hat, erfolgreich zu minen. Das ist auch der Grund, warum viele Miner sich in Regionen ansiedeln, in denen Energie günstiger ist oder wo die Infrastruktur speziell für Mining ausgelegt ist. Ein wichtiger Punkt: die Sicherheit. Um das Netzwerk anzugreifen, müsste man mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung besitzen. Die sogenannte berühmte 51%-Attacke. Angesichts der riesigen Menge an Minern weltweit ist es aber extrem unwahrscheinlich und so teuer, dass es schlicht nicht rentabel wäre. Zweitens, begrenzte Menge und Halving. Ein sehr spannender Aspekt von Bitcoin ist die maximale Gesamtmenge von 21 Millionen Bitcoins. Mehr wird es nie geben. Und das ist im Programmcode festgeschrieben und quasi unveränderbar. Außer natürlich, das Netzwerk stimmt global über eine Änderung ab, was hochgradig unwahrscheinlich ist. Das bedeutet, dass Bitcoin zumindest theoretisch deflationär sein kann. Während Zentralbanken neue Euros oder Dollars drucken können, ist beim Bitcoin irgendwann Schluss mit der Produktion. Zusätzlich gibt es noch alle 4 Jahre das Halving. Die Belohnung für die Miner halbiert sich dann. Anfangs gab es pro Block 50 Bitcoin, dann 25, dann 12,5 und so weiter. Dieses Event soll die Inflationsrate von Bitcoin weiter drosseln und hat in der Vergangenheit oft zu deutlichen Preisschwankungen geführt, weil das Angebot an neuen Bitcoins schlagartig knapper wird. Allerdings bestimmt am Ende natürlich der Markt den Preis, also Angebot und eben Nachfrage. Das erklärt auch die oft heftigen Kursschwankungen, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Warum genau begeistert Bitcoin jetzt aber so viele Menschen? Man kann sich fragen, warum zum Teufel finden Leute den Bitcoin so toll? Das ist doch nur eine virtuelle Sache. Ja, das hat verschiedene Gründe. Freiheit und Unabhängigkeit, um einen zu nennen. Keine Bank oder Regierung kann euch einreden, was ihr mit euren Bitcoins macht. Solange ihr die privaten Schlüssel besitzt, seid nur ihr selbst in der Lage, über eure Coins zu verfügen. Als nächsten Punkt gilt die Dezentralität. Das Netzwerk gehört niemandem und allen gleichzeitig. Das bedeutet, es gibt keinen einzelnen Punkt, an dem man den Stecker ziehen könnte. Sicherheit und Transparenz. Die Blockchain-Technologie macht Manipulationen extrem schwierig. Jede Transaktion ist öffentlich nachvollziehbar. Als nächsten Punkt gilt die weltweite Verfügbarkeit. Ob ihr in Deutschland, den USA oder in einem Entwicklungsland lebt, Hauptsache ihr habt Internet. Dann könnt ihr dabei sein. Das ist gerade für Menschen interessant, die in Regionen leben, in denen es kein stabiles Bankensystem gibt. Außerdem gilt Bitcoin als Wertspeicher. Viele nennen Bitcoin auch gern das digitale Gold. Aufgrund der limitierten Menge sehen manche darin einen sicheren Hafen gegen Inflation und Währungsschwankungen. Aber natürlich ist nicht alles rosig. Es gibt auch Kritikpunkte. Die hohe Volatilität beispielsweise, der Energieverbrauch beim Mining, unterschiedliche Regulierungen je nach Land und die Tatsache, dass es für Einsteiger erstmal ganz schön komplex wirken kann. Bitcoin in der Praxis. Jetzt kommen wir mal zu den praktischen Dingen. Wie genau benutzt man Bitcoin eigentlich? Zuerst braucht ihr eine Wallet, eine Art digitales Portemonnaie. Dort werden nicht eure Bitcoin selbst gespeichert, sondern die privaten Schlüssel, die euch den Zugriff darauf ermöglichen. Hier gibt es viele verschiedene Arten. Beispielsweise gibt es die Online-Wallets, zum Beispiel eine Börse. Die sind einfach zu nutzen, aber ihr vertraut darauf, dass der Anbieter sicher ist. Am bekanntesten sind Desktop- oder Mobile-Wallets. Diese laufen auf eurem eigenen Computer oder eben Smartphone. Mitunter am sichersten sind Hardware-Wallets, wie zum Beispiel Ledger. Diese sind sehr sicher, da eure Schlüssel offline auf einem separaten Gerät gespeichert werden. Perfekt für größere Beträge. Und dann gibt es noch Paper-Wallets. Ihr druckt eure Schlüssel auf Papier. Einfach, aber achtet bloß darauf, das Papier nicht zu verlieren oder zu beschädigen. Bei den meisten Wallet-Systemen bekommt ihr eine Seed Phrase aus 12 oder 24 Wörtern. Diese sind quasi euer Generalschlüssel. Wenn ihr die verliert, habt ihr keine Chance mehr, an eure Coins zu kommen, falls euer Gerät defekt geht oder ihr es verliert. Also unbedingt sicher aufbewahren. Kommen wir als nächstes zu den Kaufmöglichkeiten. Zentrale Börsen wie Binance, Coinbase oder Kraken kommen hier in Frage. Hier ist aber meistens eine Registrierung und ein KYC-Verfahren üblich. Auf Peer-to-Peer-Märkten könnt ihr direkt mit anderen Menschen handeln. Es gibt mittlerweile auch Bitcoin-Automaten in einigen Städten. Diese erheben aber häufig vergleichsweise hohe Gebühren. Dezentrale Börsen oder beispielsweise DeFi-Projekte
Das sind rein community-basierte und bieten keine zentrale Instanz. Oder ihr kauft beispielsweise von Freunden oder Bekannten. Beim Kauf solltet ihr aber immer auf Sicherheit achten. Vermeidet Phishing-Fallen wie E-Mails, gefälschte Websites oder Apps. Und natürlich schickt niemandem einfach eure Seed Phrase. Kommen wir zum spannendsten Teil für alle, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, aktiv zu traden. Also nicht nur Bitcoin zu kaufen und zu halten, sondern immer wieder ein- und auszusteigen, um Kursgewinne mitzunehmen. Grundsätzlich gilt, ja, Bitcoin eignet sich durchaus fürs Trading. Denn er hat eine relativ hohe Liquidität und ist an sehr vielen Börsen gelistet. Das bedeutet, es gibt genügend Käufer und Verkäufer, was wichtig ist, wenn man schnell ein- und aussteigen möchte. Die Kursschwankungen, diese berühmte Volatilität, sorgt dafür, dass es häufig große Chancen auf Gewinne gibt. Wenn Bitcoin in kurzer Zeit um 5, 10 oder sogar 20% steigt, dann freuen sich natürlich die Trader. Aber, und das ist ganz wichtig, wo Chancen sind, sind natürlich auch Risiken. Der Bitcoin-Kurs kann genauso schnell oder sogar noch heftiger nach unten rauschen. Wer sich nicht auskennt oder in Panik gerät, verliert da sehr schnell Geld. Hohe Preisschwankungen bedeuten, dass Daytrader und Swingtrader immer auf Zack sein müssen. Man sollte nur Geld investieren, das man verkraften kann, zu verlieren. Denn ein falscher Trade kann schnell ins Negative gehen. Emotionen spielen eine Riesenrolle, gerade im Kryptomarkt. FOMO oder Fear of Missing Out ist eine Sache. Viele springen auf, wenn der Kurs schon mega gestiegen ist und kaufen dann eventuell direkt am Top. Umgekehrt verkaufen manche in Panik bei jedem kleinen Rücksetzer. Gerade Kryptobörsen bieten oft hohe Hebel an, etwa 10, 50 oder sogar 100x. Das ist extrem riskant. Mit einem Hebel von 10 reicht schon ein Kursrückgang um 10%, um eure Position zu liquidieren und euer eingesetztes Kapital zu verlieren. Kommen wir jetzt zum Punkt Regulierungen und rechtliche Aspekte. Je nachdem, wo ihr lebt, gibt es unterschiedliche Regeln zum Handeln. Manche Länder sind liberaler, andere eher strenger. Achtet also darauf, wie das in eurer Heimat oder eurer Steuergesetzgebung geregelt ist. Wer erfolgreich traden will, sollte sich zumindest die Grundlagen in technischer Analyse aneignen, also Chart-Patterns, Unterstützungszonen, Widerstände und so weiter. Und im Idealfall eine Strategie haben. Springt nicht einfach blind rein. Überlegt euch, seid ihr eher Langzeitinvestoren oder wollt ihr aktiv handeln? Beides ist möglich, aber erfordert andere Vorgehensweisen. Kommen wir jetzt direkt einmal zu den Risiken und worauf ihr achten solltet. Das A und O im Kryptobereich ist, dass ihr eure privaten Schlüssel sicher verwahrt. Wer den Schlüssel hat, kontrolliert die Coins. Passwörter sollten lang und kompliziert sein. Am besten nutzt ihr einen Passwortmanager und aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo es nur geht. Bitcoin ist zwar längst kein kleines Randphänomen mehr, aber es gibt nach wie vor relativ wenige gesetzliche Vorgaben im Vergleich zu traditionellen Märkten. Dadurch können Wale, also Großinvestoren, den Markt manchmal stark beeinflussen. In manchen Ländern ist Bitcoin fast schon Mainstream. In anderen ist er verpönt oder sogar verboten. Informiert euch über die Rechtslage in eurem Land, besonders wenn ihr größere Summen investieren wollt. Das wohl wichtigste Thema ist, eure Emotionen im Griff zu behalten. Gerade beim Trading gilt: Wer gierig wird oder sich von Panik leiten lässt, macht schnell teure Fehler. Legt euch eure Strategie zurecht, definiert Stop-Loss und Take-Profit-Marken und haltet euch daran. Das nächste Thema ist die Diversifikation. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Manche behaupten sogar, altbekannte Coins wie Ethereum hätten mehr Potenzial. Andere sagen, Bitcoin ist und bleibt die Nummer 1. Fakt ist, verteilt euer Investment nie nur auf einen einzigen Asset. Das gilt nicht nur für Kryptos, sondern für alle Investments. Ein genauso wichtiges Thema ist es, nie für Krypto Schulden zu machen. Handeln oder investieren mit geliehenem Geld ist hochgefährlich, ganz besonders im Kryptobereich. Es kann super laufen, aber wenn es schief geht, seid ihr doppelt gestraft. Grundsätzlich wird Bitcoin oft in 2 Rollen gesehen. Einmal als Spekulationsobjekt. Das bedeutet, viele Leute versuchen, von den Preisschwankungen zu profitieren. Diese Herangehensweise kann euch schnelle Gewinne, aber auch herbe Verluste bringen. Als zweiten Punkt gilt der langfristige Wertspeicher. Andere glauben, dass Bitcoin das neue Gold ist, eine Absicherung gegen Inflation. Sie lagern ihre Coins jahrelang auf einer Hardware-Wallet ein und schauen ab und zu auf den Kurs, ohne ständig zu traden.
Was für euch sinnvoll ist, hängt von euren Zielen und eurem Risikoprofil ab. Seid ihr nervenstarke Daytrader, die Zeit haben, den Markt ständig zu beobachten, oder wollt ihr einfach einen Teil eures Geldes in Bitcoin parken und es in ein paar Jahren wieder rausholen, in der Hoffnung, dass der Preis dann höher ist? Es gibt kein Patentrezept, das für alle passt. Ein Tipp wäre, mit kleineren Beträgen zu starten, die euch nicht wehtun, falls ihr sie verliert. So könnt ihr ein Gefühl für den Markt entwickeln und euer Wissen langsam ausbauen. Natürlich sollte man Bitcoin auf keinen Fall in den Himmel loben. Es gibt gute Gründe, warum manche Leute sehr skeptisch sind. Da wäre auf der einen Seite der hohe Stromverbrauch. Es gibt zwar Bestrebungen, erneuerbare Energien zu nutzen, aber bis das flächendeckend so ist, bleibt die Kritik. Die Volatilität als nächsten Punkt. Hatten wir auch schon angesprochen. Extreme Kursschwankungen sind Fluch und Segen zugleich. Für Anleger, die nichts damit anfangen können, kann das sehr, sehr stressig sein. Außerdem gibt es dann noch die technische Komplexität. Der Zugang ist zwar einfacher geworden, aber für echte Anfänger ist das Thema manchmal noch ziemlich nerdy. Es gibt mittlerweile tausende Kryptowährungen. Ethereum zum Beispiel bietet Smart Contracts an, Cardano, Polkadot und andere bringen einige Innovationen. Manchmal wird davon gesprochen, dass Bitcoin auf lange Sicht veraltet sein könnte. Trotzdem ist Bitcoin nach wie vor Marktführer und hat die größte Community, die größte Bekanntheit und die größte Marktkapitalisierung. Viele sehen ihn als First Mover im Kryptobereich und das allein hat schon einen mächtigen Vorteil. Schauen wir uns jetzt einmal an, was genau überhaupt noch auf uns zukommen könnte. Bitcoin ist längst nicht fertig entwickelt. Das Lightning Network beispielsweise ist eine Second-Layer-Lösung, die schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht. Der Gedanke dahinter ist, dass nicht jede kleine Zahlung in die Blockchain geschrieben werden muss. Stattdessen werden Transaktionen off-chain abgewickelt und erst am Ende zu einem Block zusammengefasst. Das könnte vor allem für den Massenmarkt interessant sein, wo es auf Schnelligkeit und geringe Gebühren ankommt. Ein weiterer Trend ist, dass immer mehr Institutionen wie Banken und Investmentfonds Bitcoin kaufen und halten. Außerdem akzeptieren ihn manche Länder bereits als offizielles Zahlungsmittel. El Salvador ist hier ein bekanntes Beispiel. Das alles könnte bedeuten, dass Bitcoin noch mehr im Mainstream ankommt, was den Preis und die Volatilität beeinflussen könnte. Gleichzeitig gibt es die Konkurrenz durch andere Coins und Projekte, die ebenfalls um Aufmerksamkeit und Marktanteile buchen. Ob Bitcoin seine Stellung als Nummer 1 behaupten kann, wird sich zeigen. Viele Leute glauben, er wird auf jeden Fall bleiben. Andere sehen ihn lediglich als eine Art Prototyp, der mal von etwas Modernerem abgelöst werden könnte. Kommen wir zum Fazit. Sollte ich in Bitcoin investieren oder eben nicht? So, jetzt habt ihr einen ziemlich umfassenden Überblick darüber, was Bitcoin überhaupt ist, wie er funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und ob es sich eventuell fürs Trading eignet. Lasst mich das Ganze noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Was haben wir bis dato gelernt? Bitcoin ist eine dezentrale, digitale Währung, die komplett ohne Mittelsmänner auskommt und durch die Blockchain-Technologie gesichert wird. Der maximale Bestand ist auf 21 Millionen Coins begrenzt, was ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Fiat-Währungen ist. Es gibt handfeste Vorteile für die Unabhängigkeit von Banken und Regierungen, weltweite Verfügbarkeit und die hohe Sicherheit. Aber die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Beispielsweise Kursschwankungen, Regulierungsunsicherheiten, mögliche Cyberangriffe, bla bla bla. Für Trader bietet Bitcoin eine große Chance, aber auch gewaltige Gefahren. Auch hier gilt natürlich wie überall sonst auch, informiert euch, bevor ihr einsteigt. Nutzt Stop-Loss-Limits, Take-Profit-Grenzen und so weiter und so fort. Tradet nie über eure finanziellen Verhältnisse und lasst euch nicht von Emotionen leiten. Unterm Strich kann Bitcoin für euch interessant sein, wenn ihr Lust habt, euch mit Kryptowährungen ernsthaft auseinanderzusetzen und bereit seid, die Risiken zu tragen. Informiert euch ausreichend, nehmt nur Geld, das ihr im Notfall entbehren könnt und legt besonderen Wert auf Sicherheit. Wenn ihr jetzt sagt, das klingt alles cool, ich will mir das mal anschauen, dann hier ein paar ganz konkrete Tipps. Kleiner Betrag, große Wirkung. Fangt also mit kleineren Summen wie zum Beispiel 50 oder 100 Euro an, um den Kaufprozess zu verstehen und ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Richtet euch eine Wallet ein. Sucht euch eine Wallet, mit der ihr zurechtkommt. Für den Anfang kann das eine mobile oder Desktop-Wallet sein. Wenn ihr auf den Geschmack kommt und mehr investiert, schaut euch bitte eine Hardware-Wallet an. Als nächstes meldet ihr euch bei vertrauenswürdigen Kryptobörsen an, wie beispielsweise Binance oder Coinbase. Macht euren Identifizierungsprozess, legt ein sicheres Passwort fest und aktiviert die Two-Factor-Authentification. Wichtig ist außerdem, dass Bitcoin sehr stark auf Nachrichten reagiert. Wenn eine große Bank ankündigt, Bitcoin zu akzeptieren, kann der Kurs steigen. Wenn ein Land Bitcoin verbietet, kann das einen Kursrutsch auslösen. Falls ihr traden wollt, schaut euch Tutorials und vor allem Analysen an. Versucht
eine für euch passende Strategie zu finden, wie zum Beispiel Daytrading, Swing Trading, Scalping und. Hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Lasst die Finger von hohen Hebeln. Gerade als Anfänger kann Hebeltrading sehr schnell zum Totalschaden führen. Lasst euch im Zweifelsfall beraten. Das ist zwar keine Anlageberatung hier, aber es kann nicht schaden, sich zusätzlich mit Profis auszutauschen. Nur nicht blind vertrauen, sondern immer eigenständig prüfen, was überhaupt da gesagt wird. Wie gesagt, dies ist der erste Teil einer Serie, in der ich die Top 100 Token und Coins näher beleuchten möchte. Wenn ihr wissen wollt, was neben Bitcoin noch für Coins und Token spannend sein können, für welche Anwendungsfälle sie gedacht sind und wo vielleicht die größten Chancen oder Risiken liegen, dann bleibt dran und abonniert den Kanal. So, das war jetzt eine ganze Menge Input rund um den Bitcoin. Seine Entstehung, Funktionen, Vorteile, möglichen Risiken, die Nutzung im Trading und auf was ihr generell achten solltet. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und fühlt euch jetzt sicherer dabei, eine Entscheidung zu treffen, ob und wie ihr an diesem Markt teilnehmen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts verpasst und schreibt mir in die Kommentare, welche Fragen oder Themen euch besonders interessieren. Habt ihr Lust auf mehr Infos zum Thema Trading? Wollt ihr wissen, wie man Charts richtig ausliest oder welche anderen Coins momentan im Trend sind? Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. In den nächsten Videos schauen wir uns weitere Kryptowährungen an, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.